Audax Randonneurs Alemannia, das 600 Kilometer Brevet über Fehmarn nach Seeland, Inselhopping in Dänemark, Gruppe fahren, 600 Kilometer in einem Stück fahren, einen Tag und 2 Nächte über den großen Belt nach Lolland und Seeland. Sei dabei, Faszination Brevet fahren in der Königsklasse, das ist Audax. Im zweiten Teil fahren wir nun einmal um Seeland herum, von Vordingborg über Lechre, Kalundborg, Korsør und dann wieder rauf auf die kleineren Inseln. Willkommen zurück in der Königsklasse, dem 600er. Und in Vordingborg sind wir um 5 gewesen, haben da so ein bisschen Frühstückspause gemacht und dann kamen auch ein paar weitere Fahrer. Und so sind wir dann als erste Gruppe wieder losgefahren. Haben also jetzt kurz vor 6 Uhr, Sonne ist schon ein bisschen höher gekommen, noch haben wir so ein bisschen Windbreaker an und genießen jetzt die Fahrt in den Sonnenaufgang. Haben wir so 20 vor 6 genau, 170 Kilometer sind wir gefahren, knappe 9 Stunden schon seit Start. Und fahren nun durch ein erwachendes Dänemark, in dem es ja schon immer sehr ruhig ist auf den Straßen. Aber so früh morgens fährt man da als Radfahrer ganz allein. Auf diesen klasse neu geteerten Weg ging also lange bergab. Dänemark ist ja sehr hügelig da in der Gegend. Und dieser Sonnenaufgang war einfach traumhaft, so nach so einer kalten Nacht, die auch kühl war. Und dann weiß man, das wird warm, die Sonne wird sich zeigen. Wir haben kaum Wolken. Und so machen wir super Strecke, fahren recht flott, alles ein bisschen Aerohaltung, damit man möglichst kraftsparend gut vorankommt und alle in einer Reihe. Und noch wir haben ja Ende Mai, haben also noch die Rapsblüte und auch die Dänen haben viele große Rapsfelder. Und so durchfahren wir wirklich eine traumhafte Landschaft. Ja, Mikro musste ich weiter runterregeln. Wir waren einfach zu schnell. Das hat das Mikrofon nicht mehr geschafft. Es war zu verrauscht. Und irgendwie war man noch so ein bisschen müde von der Nacht. Also viel geplaudert wurde gerade nicht. Es gibt ja so Zeiten, wo man dann viel sich miteinander unterhält, wenn man so in Zweierreihe fährt. Aber es gibt ja noch Zeiten, wo man dann sagt, da fährt echt die Gruppe relativ still, bis dann wieder die Geister munterer werden. Ja, da hatten wir einen Fahrer eingeholt, der hat sich uns dann angeschlossen. Und so geht es dann weiter auf Nebenstrecken. Und auch wieder wie hier zu sehen, durch diese Hügel mussten wir zwar oft irgendwo den Berg hoch langsam, aber hatten klasse Abfahrten, so ganz sanft und lang. Und machten richtig gut Strecke. Er hat schon erste Sitzprobleme gehabt, das sah man dann immer wieder, dass er
sich mit dem Oberschenkel auf das Oberrohr saß, damit da ein bisschen Druck vom Gesäßbereich wegkommt. Man hat zumindest für ein paar Sekunden. Er war auch recht spartanisch in seiner Ausrüstung. Er hat noch nicht mal Navigation mitgehabt. Also er sagte dann, naja, im Notfall wird er sein Handy anmachen, wenn er dann die Gruppe verlieren sollte. Und es war auch sein erster 600er. Also der hat wirklich Mut gehabt, so loszufahren. Nachher, wenn er sein Vlies oder diese dickere Jacke auszieht, da hat er noch nicht mal eine Tasche für, die wickelt er dann einfach nachher ums Oberrohr rum und hinten ein bisschen Flickzeug drin. Aber fand ich klasse, mit so wenig loszufahren. Und hier auch wieder diese riesigen Rapsfelder auf beiden Seiten. Kurz vor 8 jetzt, 220 Kilometer und knapp 11 Stunden seit Startbeginn. Knappe 250 Kilometer. Ja, die Truppe ist ein bisschen kleiner geworden. Ja, wir haben wieder ein bisschen verloren an Teilnehmern, also wieder in kleinerer Gruppe. Sind also auch kurz vor dem nächsten Checkpoint in Ligre. Und danach wird die Gruppe dann noch kleiner. Für mich zumindest. Und so fahren wir Stunde um Stunde, wechseln uns immer so ein bisschen ab, wer gerade vorne ein bisschen den Wind auseinanderbricht und der Rest folgt. Das ist jetzt Ligre oder wie auch immer man das aussprechen mag. Also der nächste Checkpoint. Bäcker, Kontrolle Nummer 4. Der Bäcker rechts oder links? Oder ein Superbruxen. Kontrolle, wir haben es überlebt, sagt Ines. Ja, 250 Kilometer knapp, die dritte Kontrolle. Ging auch wieder relativ schnell. Also kurz ein Foto machen lassen von einem. Sehr schön. Du hältst ja gut durch. Der Trick ist Essen während der Fahrt. Erstmal ausziehen. Jetzt was ausziehen. Ja, das war also jetzt der Track vor den Borg nach Lechre. Und da sind wir dann 8:30 angekommen, haben uns ein bisschen umgezogen und Ines sagt ja so, das Geheimnis liegt auf der Fahrt was zu essen und das wurde ja idealerweise befolgt.
Also rasch wieder rauf aufs Rad, der Rest wird dann auf dem Rad verzehrt. Und es ging weiter Richtung Westen. Nun in einer neueren Gruppenformation sind wir 4 Leute. Und es ist wirklich eine traumhaft schöne Gegend. Also die Häuser dort, so kleine Gutshöfe. Und so fuhren wir durch eine wirklich abwechslungsreiche Gegend. Nur so kleine Wäldchen und dann so diese kleinen typischen dänischen Orte. Und da sieht man jetzt, er hat in seine Jacke ums Oberrohr gewickelt. Musste dann so einen Tick breitbeinig fahren. Und in diesem Vierergespann fahren wir dann bis nach Kalundborg. Da werden wir dann kurz vor Mittag ankommen. Bölle heißt das jetzt, also knapp 300 Kilometer haben wir jetzt und fast 14 Stunden seit Start. Aber die anderen sind uns dicht auf den Fersen. In Kalundborg werden wir einige wieder treffen. Und bei so gutem Wetter macht das auch wirklich doppelt so viel Spaß. Die Kontrolle 4 bei 316 Kilometern Kalundborg. Es war eine Pizzeria. Und das passt natürlich auch super vom Zeitpunkt. Sodass wir da eine Mittagspause gemacht haben, einen Tick länger. Ein paar andere Nachfolger kamen dann noch. Ich habe dann nochmal geguckt, wer so unterwegs ist, bei welchen Checkpoints war. So eine Pizza, die hat gut getan. Aber eine komplette dicke Pizza jetzt im Bauch. Und wir haben ein bisschen über 300 jetzt. Hier ist wieder schön kalt, obwohl die Sonne scheint. Ja, die Pizza lag wirklich wie so ein Stein in einem drin. Das war ja eigentlich eine große Pizza, die ich da verdrückt habe. Aber es war gut, dass ich sie gegessen habe. Der Körper braucht das irgendwie. Dann sind wir auf dem Weg zu Checkpoint Nummer 5
Das ist so ein Croiseur, ein recht kurzer Trip. Und in neuer Gruppenstärke mit ein paar weiteren geht es denn jetzt entlang der Küste wieder Richtung Süden, Richtung Couseur. Ist eine etwas kürzere Strecke, also nur knappe 50 Kilometer. Und das war wirklich eine fantastische Teilstrecke, dort direkt neben der See lang zu fahren, mit Blick auf den großen Belt. Und da sieht man die lange Brücke, die von Nyborg nach Couseur rüberführt. Und wir genossen alle den Blick auf die See. Mit einem satten Gefühl im Bauch. Und hatten ja nun einen Tick über die Hälfte der Kilometer absolviert. Bis Couseur geht es jetzt immer so am Wasser lang. Mal kann man ideal drauf gucken und mal weiß man, okay, die nächste Häuserreihe, dahinter ist das Wasser. Und wir nähern uns der nächsten Kontrolle in Couseur. Immer mit diesem schönen Blick aufs Wasser. Bei herrlichem Sonnenschein.
Kontrolle Nummer 5 bei 366 Kilometer in Coseure. 5, genau. In Coseure. Bei Kilometer 380. Wieder eine Tanke. Ah, hier ist ein Supermarkt. Oder was? Hab doch nochmal geguckt, an welchen Haltestellen die Leute schon sind. Also war doch schon unterschiedlich. Einige noch erst bei Kontrolle 1 oder 2, viele bei der 5 und dazwischen verteilte sich dann der Rest. Also 14 Uhr jetzt Coseure und nun geht es wieder einen längeren Schlag, bis wir Seeland wieder verlassen können, zu dieser langen Brücke über den Belt. Bis nach Rödby zur Fähre. Also wieder einen neuen Track geladen in die Navigation. Also es ist Distanz im Navi stimmt nicht ganz, weil die Fähre ist 20 Kilometer. Die muss man da ja noch abziehen dann. Also unter 370 Kilometer jetzt. Und so ging es dann für uns erstmal aus Coseure raus. Städte bremsen ja doch ein bisschen, immer die Ampeln, man muss ein bisschen vorsichtiger sein, bevor man wieder auf dem Lande ist, so wie hier, und dann ungestört fahren kann. Und wieder prima hügelig und sehr abwechslungsreich. Ja, dann gab es einen kleinen technischen Defekt, sodass wir mal einmal alle angehalten haben. Achtung! Von hinten! So, wollen wir jetzt oder? Ja. Wollen wir jetzt oder? Bist du fertig? Achtung! Achtung! Das ist ein Moped, oder? Das ist kein Moped. Und weiter geht's. Gruppe kommt langsam in Gang. Und weiter heißt es Strecke machen, zügig genug fahren, sich aber nicht kaputt machen. Wir werden alle bis spät in den Abend und die meisten werden bis spät in die Nacht und ein paar wenige sogar bis zum nächsten Morgen jetzt immer noch auf dem Fahrrad sitzen. Also das Gros wird so ein bisschen nach Mitternacht in Kiel wieder ankommen.
Und da kann man schon sehen, wie der Wind weht, wenn die alle so ein bisschen versetzt fahren. Jeder guckt jetzt, dass er so ein bisschen in den Windschattenbereich des Vordermannes kommt. Und manchmal fährt man dann so auf der gesamten Straßenbreite, wenn so der Verkehr das zulässt, wie in Dänemark ja das in der Regel ist. 3:30 haben wir nun, 330 Kilometer und 18,5 Stunden seit Start. Das ist also auch eine sehr, sehr schöne Gegend dort. Also ich mag diese Häuser. Alles so alt und irgendwie gediegen. Und auch wenn die Straßen gepflegt sind, also Löcher gab es da nicht. Man konnte da wirklich prima fahren. Und die haben wirklich schon schöne Gutshöfe, wo wir da entlang geleitet wurden auf unserer Route. Ja, und er hat wirklich die Cola so ganz prima durchgeschüttelt hinten. Also es war bestimmt kein Genuss. Sowas mag man wahrscheinlich nur als Randonneur noch als Genuss empfinden, wenn das Ding warm ist und die Kohlensäure komplett rausgeschüttelt wurde. Und so wechselte sich der Weg für uns immer ein bisschen ab. Also mal so ein bisschen an der Hauptstraße. Wir sind jetzt vor Nüstedt. Halb 5 jetzt, 350 Kilometer und kommen jetzt nah an die 20 Stunden seit Start. Und wir sind zurück, verlassen nun gerade Seeland, genau um 21 Uhr, also genau 24 Stunden nach Start, haben jetzt 440 Kilometer. Wir müssen also noch über die beiden Inseln Falster und Lolland bis zur Fähre. Die Storströmbrücke.
Und die gesamte Gruppe hielt einmal an. Wir wollten alle mal ein Foto machen von diesem herrlichen Sonnenuntergang. Genossen ein wenig den Blick aufs Wasser. Ein bisschen Ruhe mal. Das war jetzt also die Umrundung von Seeland, über 400 Kilometer. Geht jetzt wieder weiter Richtung Fähre nach Rødby, da ist der nächste Checkpoint, bevor es dann mit der Fähre nach Puttgarden geht und dann über Fehmarn, den Belt, nach Heiligenhafen, in die Hovachter Bucht zum letzten Checkpoint, bevor es dann wieder zurück nach Kiel geht. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.